Unwohlsein und Krankheit, wie beispielsweise Krebs, treten nicht durch Zufall, Schicksal oder, wie einige sogar glauben, als Strafe Gottes auf. Sie entwickeln sich allmählich als Ergebnis der natürlichen Reaktion unseres Körpers. Wenn unser Leben physisch, emotional, mental und geistig nicht mehr im Gleichgewicht ist, also nicht mehr im Yin und Yang. Die Ursache der Disharmonie im Menschen ist oft das, was wir Stress nennen. Und darum wird das Hauptproblem für uns Menschen ist der Stress. Und das ist das Problem, dass man oft nicht spürt, dass es chronisch ist. Ich kann da auch meine Geschichte erzählen, oder? Wenn man ständig Stress hat, ständigen Druck, ja, man spürt es mit der Zeit kaum mehr, man denkt, es ist normal. Hypothermie, das ist Unterkühlung, tritt nach Kälteeinwirkung auf den Körper eines Lebewesens auf und kann Gesundheitsschäden oder den Tod herbeiführen. Und das ist, was Krebs ist die Folge von diesen beiden. Krebs ist nicht schädlich, sondern eine Methode, die unsere Körper verwenden, um sich an ein schwieriges Umfeld anzupassen. Krebs produziert maximale Energieeffizienz für den Körper im Zustand der Hypoxie oder Hypothermie. Also wenn wir zu wenig Sauerstoff haben, wenn wir unterkühlt sind, dann ist das wie das Notprogramm. Damit wir überleben können, bildet unser Körper Zellen. Krebs ist nichts anderes als eine Zellteilung. Niedrige Temperaturen schaffen perfekte Bedingungen für die Entstehung von Krebs. Und das ist das Problem, dass viele, die unter Stress sind, sofort unterkühlt werden. Und auch dann zu wenig Sauerstoff haben, zu wenig atmen. Zum Beispiel im Notfall. Im Notfall wird ihr Gesicht blass. Sie attackieren einen Feind, ihr Atem wird oberflächlich. Wenn jetzt alles auf diesem Weg sich verändert, auf diesen Glykoloseweg, der ist ohne Sauerstoff, oder? Und das Blut wird zurückgezogen, damit es zentral dort die Kraft da ist, wo es braucht, um den Feind entweder zu schlagen oder zu flüchten, was es dann immer die Entscheidung ist. Und der Otto Warburg, der hat am Anfang des 20. Jahrhunderts als Biochemiker hat er erforscht, dass die Vermehrung von Krebszellen dann beobachtet werden kann, wenn im menschlichen Körper der Glykoloseweg dominiert. Also er hat das entdeckt und er hat dafür den Nobelpreis bekommen. Und das wäre ein Segen gewesen, man hätte das wirklich weitergezogen, was er da gefunden hat. Weil der Glykoloseweg ist anaerob, sauerstoffunabhängig, nicht aerob, wie der mitochondriale Weg, der sauerstoffabhängig ist. Wir haben 2 Energiekraftwerke in unseren menschlichen Zellen. Und 2 Wege. Der Glykoloseweg, Yang, oder der mitochondriale Weg, Yin. Und die Mitochondrien, das sind ja in der Zelle diese Kraftwerke, da haben wir schon oft von diesen gehört. Und die Nährstoffe kommt beim Glykoloseweg über die Kohlenhydrate, Zucker. Und beim mitochondrialen Weg zum Teil auch Zucker, also Kohlenhydrate, aber Fett, Eiweiß, Sauerstoff und Sonnenlicht. Die erzeugte Energiemenge ist beim Glykoloseweg sehr gering. Hingegen beim mitochondrialen Weg riesig. Also Glykoloseweg, anaerobe Übungen, mitochondriale Weg, aerobe Übungen. Also denkt daran, wenn ihr diesen Weg geht, könnt ihr 18 Mal mehr Energie erzeugen als den Glykoloseweg.
Ein Molekül der Glykolyse kann 2 Energiemoleküle herstellen. Der Mitochondrienweg 36. Das ist ein Unterschied. Da liegt das Potenzial. Wirklich gesund alt werden.